Die Trade Republic Visa-Karte ist aktuell eine der meist gehypten Karten in Deutschland. 1% Cashback, keine Schufa, Zinsen auf dein Guthaben und weltweit kostenlos bezahlen. Klingt erstmal fast zu gut, um wahr zu sein. Aber genau hier wird's spannend. Es gibt ein paar Dinge, die du unbedingt wissen musst. Und die entscheiden am Ende, ob sich die Karte wirklich für dich lohnt oder eben nicht. Ich zeige dir jetzt ganz genau, wo die Karte richtig stark ist, wo die versteckten Nachteile liegen und was du beim Safeback unbedingt beachten musst. Am Ende weißt du ganz genau, ob sie sich für dich lohnt oder ob du besser eine andere Karte nutzen solltest. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dran. Kurz vorab. Die Trade Republic Karte ist keine echte Kreditkarte, sondern eine Debitkarte. Kartenzahlungen und Abhebungen werden also direkt vom Verrechnungskonto abgebucht. Schauen wir uns zuerst die Vorteile an. Ein großer Pluspunkt. Die Karte ist kostenlos. Es wird also keine monatliche oder jährliche Gebühr berechnet. Ganz ohne Bedingungen, wie einen Mindestumsatz oder einen Mindestgeldeingang. Sehr interessant ist die Verzinsung. Trade Republic zahlt aktuell 2% pro Jahr auf dein Guthaben auf dem Verrechnungskonto. Das ist deutlich mehr als bei vielen klassischen Girokonten, die in der Regel gar keine Zinsen bieten. Außerdem handelt es sich hier nicht um einen Neukundenzins, der nach 3 Monaten automatisch gesenkt wird. Er gilt für alle Kunden. Die Zinsen orientieren sich am Leitzins der EZB und können sich deshalb natürlich auch ändern. Wie hoch sie sind, wenn du das Video schaust, siehst du über den Link unter dem Video. Ein echtes Highlight ist der sogenannte Safeback. Du bekommst auf deine Kartenzahlungen 1% zurück, wenn du aus deinem Cash-Guthaben zahlst und 2%, wenn du mit deinen Kryptos bezahlst. Das Geld wird automatisch in einen Sparplan deiner Wahl investiert. Das ist eine spannende Kombination aus Bezahlen und Investieren, die es so bei anderen Karten nicht gibt. Es gibt aber 2 Dinge, die du beim Safeback beachten musst. Welche das sind, zeige ich dir gleich. Ein weiterer Vorteil: Es gibt keine Schufa-Abfrage und keinen Eintrag. Trade Republic arbeitet nicht mit der Schufa zusammen. Da die Karte nur auf Guthabenbasis funktioniert, wird keine Bonitätsprüfung durchgeführt und es gibt auch keinen Schufa-Eintrag. Auch das dazugehörige Konto, das du wie ein Girokonto nutzen kannst, wird nicht an die Schufa gemeldet. Das macht die Karte besonders interessant, wenn du keine klassische Kreditkarte bekommst oder bewusst darauf verzichten willst. Auch beim Thema Bargeld überzeugt die Karte. Du kannst weltweit kostenlos Geld abheben, ohne Fremdwährungsgebühren und ohne Auslandseinsatzgebühren. Beachte aber, dass manche Automatenbetreiber im Ausland eigene Gebühren berechnen. Diese werden dir aber vorher angezeigt und du kannst die Abhebung einfach abbrechen. Beim Bezahlen ist die Visa-Karte genauso stark. Du kannst weltweit kostenlos mit der Karte zahlen, egal in welcher Währung. Es werden auch dabei keine Auslandseinsatz- oder Fremdwährungsgebühren berechnet. Zusätzlich bekommst du ein sehr attraktives Depot dazu. Trade Republic bietet über 2800 kostenlose ETF-Sparpläne. Dabei beträgt die Mindestsparrate nur 1 Euro und du bist bei der Ausführung extrem flexibel. Und auch der Handel mit Aktien und ETFs ist mit nur 1 Euro Gebühr pro Trade sehr günstig. Zum mobilen Bezahlen kannst du die Karte ganz normal mit Apple Pay oder Google Pay nutzen, sowohl mit dem Smartphone als auch mit der Smartwatch. Dazu kommt die sogenannte Card Control. In der App kannst du deine Karte jederzeit sperren oder entsperren und einzelne Funktionen gezielt deaktivieren, zum Beispiel Online-Zahlungen oder Bargeldabhebungen. Und du bekommst auf Wunsch für jede Zahlung eine Push-Nachricht. Das sorgt für zusätzliche Kontrolle. Ein kleines, aber praktisches Detail: Du kannst deine Wunsch-PIN selbst festlegen. Neben den vielen Vorteilen gibt es aber auch Nachteile. Und die zeige ich dir jetzt. Der erste Punkt: Die physische Karte ist nicht komplett kostenlos. Die virtuelle Karte ist gratis und du kannst sie, wie gesagt, mit Apple Pay oder Google Pay nutzen. Wenn du aber eine echte Karte möchtest, kostet dich das einmalig 5 Euro für die Standardkarte oder 50 Euro für die Spiegelkarte. Die Spiegelkarte hat keine extra Vorteile. Sie sieht nur toll aus. Der zweite Nachteil betrifft Bargeldabhebungen. Kostenlos sind die erst ab 100 Euro je Abhebung. Hebst du weniger ab, zahlst du 1 Euro Gebühr je Abhebung. Das ist jetzt kein riesiger Nachteil, aber man sollte es wissen. Der dritte Punkt betrifft den Safeback, denn der hat Bedingungen. Du bekommst die 1 bzw. 2% nur, wenn du mindestens 50 Euro pro Monat in Sparpläne investierst. Außerdem ist der Safeback auf 15 Euro pro Monat bei Zahlungen mit deinem Euro-Guthaben und auf 30 Euro bei Kryptoguthaben begrenzt. Kommen wir zur entscheidenden Frage. Lohnt sich die Trade Republic Kreditkarte? Aus meiner Sicht ja, definitiv. Mit einer kleinen Einschränkung. Die Trade Republic Karte ist deutlich besser als die meisten klassischen Debitkarten von Girokonten.
Vor allem die Kombination aus kostenloser Nutzung, weltweitem Einsatz ohne Gebühren und der hohen Verzinsung ist wirklich stark. Du bekommst eine flexible Karte ohne Schufa, mit Zinsen auf dein Guthaben und mit Cashback über den Safeback. Besonders interessant ist sie, wenn du keine echte Kreditkarte möchtest, keine bekommst oder einfach eine zweite Karte als Backup suchst. Denn genau dafür ist sie perfekt geeignet. Was du aber wissen musst, sie ersetzt keine echte Kreditkarte. Bei Hotels oder Mietwagen kann es Probleme geben, weil dort oft eine echte Kreditkarte mit Kreditrahmen verlangt wird. Den Link zur Trade Republic Karte und auch zu meiner aktuellen Kreditkartenempfehlung findest du im ersten Kommentar unter dem Video. Jetzt interessiert mich deine Meinung. Nutzt du die Trade Republic Karte schon oder bleibst du lieber bei einer klassischen Kreditkarte? Schreib es mir gern in die Kommentare. Wenn dir das Video geholfen hat, lass gern einen Like da. Und wenn du keine Finanzvergleiche mehr verpassen willst, abonniere den Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.